Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde, ja, Mobile Dungeon. Ich wollte erst schon gerade wieder sagen, Shakes and Fidget. Es ist schon wirklich lange her, dass das letzte Video hier zu Mobile Dungeon kam. Ich hatte mir ja zu dem Spiel eine kleine Auszeit genommen. Ich hatte das ja im letzten Video von dem Game gesagt gehabt, dass ich so ein bisschen im Zwiespalt war zwischen, ich will eigentlich das Game mit euch zusammenspielen. Und das geht halt eben nur über die Steam-Version, wenn ich das auch live streamen kann. Ansonsten spiele ich das nur so für mich am Handy immer und ja, muss dann quasi, was weiß ich, so die Highlights vielleicht zusammen cutten oder so und dann als Video hochladen. Da ich aber von A bis Z immer jeden Schritt mit euch zusammen machen wollte, hatte ich halt eben so lange auf die Steam-Version gewartet. Das hat dazu geführt, dass ich dann auch nicht mehr großartig gespielt habe, was dann so ein bisschen mich in eine Abwärtsspirale zu dem Game gebracht hat, weil ich dann halt eben nachher das komplette Interesse dann an dem Game verloren hat, weil wenn man sich nicht mehr mit befasst, nicht mit beschäftigt so, dann verliert man das Interesse. Und jetzt war ich hier seit dem letzten Video, was wir aufgenommen hatten, auch nicht mehr in diesem Account drin. Und ja, jetzt vor kurzem kam die Steam-Version raus. Vielleicht seht ihr schon, das Fenster ist ein bisschen breiter und so, ja, und ist sehr geil. Wir können jetzt endlich das Ganze auch über Steam spielen, werden das auch in Zukunft tun. Es wird auch definitiv dazu mal ein paar Livestreams geben auf Twitch, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen, falls ihr mehr zu dem Spiel sehen wollt. Ich denke mal immer so zum Anschluss von Shakes and Fidget, wenn die Zeit gegeben ist, ne, das ist natürlich immer der entscheidende Faktor, dann werden wir auch definitiv Mobile Dungeon streamen, weil das ist eigentlich ja das, worauf ich gewartet habe so lange. Und ja, jetzt spielen wir das erste Mal in der Steam-Version. Es gibt tatsächlich auch, bevor wir reingehen, eine Art Roadmap, die uns Mobile Dungeon so ein bisschen vorgeführt hat. Und zwar, ja, haben wir hier einmal, warte mal, ich muss mal gucken, ob man das hier so, wir haben hier einmal verschiedene Areale, die abgeändert werden. Wir haben hier einmal New Area, Heroes, Towers, Level Cap Increase, New Titan Difficulties. Dann haben wir neue Welt und neue Sprachen. Dann haben wir die Steam-Version. Ja, das scheint wohl jetzt, da scheinen wir wohl angekommen zu sein. Ja, Video-Ad-Integration, also dass man quasi wahrscheinlich über Werbung Sachen überspringen kann. Und Gilden kommen in Zukunft dann auch noch. Also das sind Updates, da freue ich mich sehr drauf, gerade auf die Gilden-Thematik. Gesprochen, hatte ich mich schon zum Anfang des Games sehr darauf gefreut, dass das definitiv hier mit auch rein muss, sowas. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt komplett raus, was das Game angeht. Wie gesagt, ich war hier schon Ewigkeiten jetzt nicht mehr drin gewesen. Und ja, wie gesagt, das erste Mal jetzt auch, dass ich hier die Steam-Version tatsächlich dann auch spielen kann. Was es mir persönlich als Content Creator deutlich angenehmer macht, auch Videos zu dem Game zu produzieren oder halt eben zu streamen, weil klar kann man über Umwege und über gewisse Emulatoren oder Konsolen kann man auch sein Handy irgendwie ja, per Übertragung auf sein Monitor spiegeln oder wie gesagt halt eben über, ich weiß nicht, ob das über BlueStacks oder sowas geht, dass man das Game spielen kann. Auf jeden Fall wollte ich dann halt mir diese ganze Mühe und diesen Umstand nicht machen, wenn ich wusste, okay, es kommt sowieso bald die Steam-Version und dann kann man einfach auf Aufnahme klicken, man hat sein Fenster und dann let's go, dann kann man reingehen, ne? Ansonsten, ja, war das halt sehr umständlich und halt auch nicht gerade so das, was ich mir vorgestellt habe. Weil mein Handyscreen war zum Beispiel auch sehr klein gewesen. Und das sind alles so eine Faktoren. Es poppen die ganze Zeit Nachrichten auf meinem Handy, die auch übertragen werden. Und da muss man jetzt nun natürlich wirklich nicht alles sehen. Ne, es kommt so einiges zusammen auf jeden Fall. Und ja, ich hatte, glaube ich, noch, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Tage noch irgendwie nachdem ich das letzte Video gemacht habe, glaube ich, noch hier so ein bisschen gespielt. Ich hatte ja ein paar Seelen gesammelt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich mir das Größte halt soweit aufgehoben und habe halt versucht, ja, in den Dungeons, die wir hier vorangekommen sind, erstmal überall so gut es geht, alle möglichen Sterne zu holen. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, weil ich hatte ja gesagt gehabt, ich kann mir vorstellen, dass wir das Game irgendwie 1, 2 Mal die Woche oder so hier auf YouTube auch zeigen werden. Es wird definitiv früher oder später, oder jetzt echt einmal zwischendurch,
schon, denke ich mal, Videos dazu geben, wenn ihr da natürlich Bock drauf habt. Das ist natürlich so die Sache, wenn ihr von dem Game hier halt auch mehr sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass euch das gefällt oder halt nicht. Und genau, danach richte ich mich dann halt eben so ein bisschen und es hat auf jeden Fall aber schon Anklang gefunden, so ein bisschen in der Community, selbst in der Community natürlich, ne, in der Core-Community. Wir können ja auch mal reingehen hier. Warte mal. Achso, okay, ich habe hier noch gar nicht mein Team erstellt. Ja, also mein Team ist hier jetzt auch nicht so krank gelevelt. Ich habe hauptsächlich halt diese 5 Dudes hier gespielt und ja, hat jetzt keine Synergie, keine großartige Taktik dahinter. Das ist so das Beste, was ich einfach so kriegen konnte, was ich bekommen hatte, so aus dem Klo. Und das habe ich dann halt eben auch aufgelevelt. Den Rest habe ich halt doppelt. Und deswegen, ja, ich mache mal hier auf 3-fache Geschwindigkeit. Ja, deswegen ist das jetzt vielleicht auch nicht so das heftigste Team, was ich jetzt hier habe. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es ist okay, in Ordnung, so, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja hier auch nicht so krank reingehasselt in das Game, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt schon krass, was du auf die Beine gestellt hast, ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die Steam-Version jetzt da ist und hauptsächlich wir das Ganze auch auf Twitch zeigen können, so. Das ist so das, wo ich mich am meisten eigentlich so drauf persönlich gefreut habe, tatsächlich. Und ja, schön, dass es jetzt soweit ist. Und das gibt mir auf jeden Fall auch zusätzlich den Anreiz, noch ja, ein bisschen mehr aktiv auf Twitch vielleicht zu werden, weil ich in der letzten Zeit jetzt auch nicht allzu regelmäßig gestreamt hatte. Ne, ich hatte ja so gesagt, so 2- bis 3-mal die Woche. Das hatte jetzt halt eben den letzten Monat nicht ganz so geklappt, 100%ig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ja, wie das nun mal manchmal so ist, kommt dann immer was dazwischen. Und ja, trotzdem versuche ich da hingehend auch mein Bestes zu geben. Aber ja, auch gerade so zur Abwechslung gegenüber Shakes and Fidget finde ich das halt sehr erfrischend, muss ich sagen. Dass wir da halt jetzt auch ein bisschen variieren können. Gerade, wie gesagt, was halt eben auch so den Content auf Twitch anbelangt. Wenn man da mit seiner Alu durch ist, kann man das hier so easy nebenbei zocken. Und ja, dadurch, dass ja auch so eine, ich sag mal, es ist jetzt nicht weltbewegend so, ne? Aber dadurch, dass halt eben auch es in diesem Game hier so eine Art kleine Story vielleicht gibt, ja, wollte ich halt eben das meiste mit euch hier zusammen durchgehen. Ich weiß, es gibt mittlerweile schon echt extrem heftige Accounts, die auch schon hier gut Geld reingesteckt haben. Ich versuche in erster Linie erstmal hier komplett Free-to-Play durchzugehen. Ist vielleicht ja auch ganz interessant mal so zu sehen. Nicht immer nur diesen Pay-to-Win-Faktor, sondern ja, mal so gucken, was man hier auch so Free-to-Play auf die Beine stellen kann. Ich kann auch nicht 100%ig versprechen, ob das dann auch eines Tages so bleiben wird. Das kommt auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ganz darauf an, ja, wie hier so der Langzeitfaktor, ja, die Langzeitmotivation bei mir da ist. Das kann ich euch jetzt zu 100% auch noch nicht genau sagen, ob das so sein wird, dass wir das jetzt hier, ja, keine Ahnung, bis in alle Ewigkeit spielen, aber dadurch, dass das Game halt gerade sich am Anfang seiner Karriere befindet, gehe ich mal stark von aus, dass ich das Game in Zukunft auch, ja, definitiv öfter mal hier und da bringen werde, gerade wenn so neue Updates draußen sind, worüber man berichten kann, ne? Wie jetzt zum Beispiel die Steam-Version, die das Ganze jetzt ja für mich eingeleitet hat, hier nochmal in das Game reinzugehen. Und ja, in Zukunft dann halt eben auch noch deutlich weitere Dinge, die hier hinzukommen werden. Ne, wir haben hier eine Ehrenhalle zum Beispiel, aber da ist noch nichts mit einer großartigen Rangliste oder sowas. Ne? Also man kann hier schon hier und da so ein paar andere Namen mal sich so zu Gemüte führen, beziehungsweise erhaschen,
die hier so am Start sind. Ne? Allerdings hat das jetzt nichts mit der Ehrenhalle wie in Shakes and Fidget oder sowas zum Beispiel zu tun. Das ist hier dann nochmal was anderes. Ne? Wir haben hier eine Arena natürlich, also das kennt ihr ja schon alles, das haben wir ja schon alles mal gezeigt. Wo man dann hier gegen andere mit seinem Team kämpfen kann, etc. pp. Ne? Und ja, gucken wir mal, wie der Langzeitfaktor ist. Ich denke mal, wenn nachher das Thema Gilden hier auf dem Tisch ist, dann wird es für mich nochmal einen anderen Anreiz haben, wenn man dann mit anderen Leuten dann halt auch zusammen spielen kann, zusammen grinden kann. Ich muss allerdings sagen, dass für mich in der Zeit, wo ich das Game jetzt, und sind jetzt vielleicht, keine Ahnung, wann haben wir das letzte Video dazu gemacht, da könnt ihr es halt sehen, 1-2 Monate, ich weiß es nicht, dass das Game halt eben in der Zeit für mich komplett uninteressant war und jetzt für mich erstmal so diesen Hype, beziehungsweise diese Motivation muss es erst so ein bisschen wiedergewinnen, auf jeden Fall. Es ist eine nice Beschäftigung, die man definitiv hat und ja, aber ich werde das Game wahrscheinlich kaum bis fast gar nicht auf dem Handy spielen, sondern halt, wie gesagt, ausschließlich halt eben auf Twitch im Stream, weil man da halt eben ganz gut nebenbei auch so wie in Shakes auch labern kann, erzählen kann und nebenbei ein bisschen seinen Account hochleveln kann. Und wie gesagt, wenn ich halt unterwegs auf dem Handy spiele, dann spiele ich ja auch wieder für mich, sag ich mal. Und ja, ich möchte auf jeden Fall so viel es geht halt eben mit euch zusammen machen. Das ist so mein Anliegen, sag ich mal, für das Game. Ja, ich denke mal hier, wenn wir Arena hier haben, Ehrenhalle hier, wird wahrscheinlich hier als nächstes die Gilde hinkommen. Mal schauen, ne, wie das so aussieht. Und ja, ey, ich bin sehr gespannt, wie die Zukunft von dem Game aussehen wird. Hier in den Türmen habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, bei den Titanen auch schon. Und ja, aber wie gesagt, das ist alles noch relativ am Anfang hier. Wir können ja hier nochmal in so einen Titan reingehen. Mal gucken, ob wir den besiegen können. Genau, und dadurch, dass das Game halt eben jetzt so am Anfang steht, müssen wir dann halt erst gucken, wie sich das Ganze so noch in Zukunft entwickeln wird. Und ich muss erstmal gucken hier nochmal, was jetzt nochmal hier die ganzen Fähigkeiten waren. Ich habe erst... Oh mein Gott, Alter, der hat mich ja komplett gerippt hier, Alter. Ja, ich hatte immer erst versucht, mein komplettes Team halt durchzubuffen. Mein Magier kann halt buffen. Der andere Dude, der kann halt ja, die Defense ein bisschen aufbauen. Hier, der Kollege Schnürschuh hier. Und ja, es gibt ganz wilde Kombinationen, die man hier spielen kann. Es macht tatsächlich auch wirklich Sinn, sag ich mal, sein Team nach, ja, wie ein Pokémon quasi so, nach verschiedenen, ja, wie heißt das jetzt nochmal, nach verschiedenen Typen so ein bisschen zu sortieren, damit eine gewisse Synergie erschaffen wird, beziehungsweise damit man gegen manche Monster oder Gegner besser abschneidet. Und das wird nachher im Endgame noch richtig komplex, das Ding, mit seiner Teamkombination. Allerdings bin ich da noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber habe da auf jeden Fall schon mal ein paar Screenshots und sowas gesehen, wie es da abgehen kann nachher auf jeden Fall. Und ich sag mal, der Reiz ist schon da, gerade hier diese ganzen coolen Helden irgendwie zu bekommen. Das ist schon cool auf jeden Fall, da noch irgendwie ein bisschen mehr Gas zu geben, weil ja, die halt hier relativ selten sind, die machen halt auch sehr coole Attacks und so, und das ist schon, kann schon sehr geil sein. Also ja, ich werde definitiv öfter mal reinschauen, mal schauen, wie oft wir es hier auf YouTube bringen, aber das soll es erstmal so fürs Erste soweit gewesen sein von Mobile Dungeon. Ich habe es definitiv noch auf dem Schirm, ne? So ist nicht, war jetzt halt eben nur sehr inaktiv, aber ich hatte ja auch gesagt, ich warte erstmal auf die Steam-Version. Ja, jetzt kennt ihr da erstmal so meine Meinung, meine Pläne zu dem Game. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt hier auf YouTube auch und ob ihr das Game selbst auch noch spielt. Ne? Das würde mich auch sehr interessieren, oder ob das bei euch auch in der Vergangenheit beziehungsweise in Vergessenheit geraten ist jetzt. Ne? Aber ja, das war es auf jeden Fall erstmal soweit hiervon. Und ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.